Freunde und herzlich willkommen auf unserem Kanal Tabletop Stuff. Heute geht es mal wieder abseits von unserer Pazifik-Kampagne um ein separates Thema in Bolt Action. Und zwar geht es um den, wie ihr hier schon sehen könnt, um den Jagdtiger. Da gehen zuallererst mal Grüße raus an Sascha von Tabletop Basement, der uns das Modell zur Verfügung gestellt hat nach seinem Produktreview. Und heute wollen wir im Prinzip auch mehr oder weniger auf seine Fragen eingehen in dem Video, wieso, weshalb, warum der Tiger jetzt als separates Modell von Warlord rausgebracht wurde oder allgemein der Sinn vom Jagdtiger im Bolt Action. Und ja, einfach nochmal ins Detail gehen, was kann er, wo macht es Sinn, das Fahrzeug zu spielen, was gibt es möglicherweise für Listen. Und ja, ist das Ganze halt sinnvoll? Ja, dann würde ich sagen, wir gehen ins Detail. Den Jagdtiger bekommt er mit 448 Punkten als unerfahrenen oder mit 560 Punkten als regulären Jagdpanzer aufgestellt. Den Status Veteran gibt es in dem Fall nicht. Die Bewaffnung ist ein überschwerer Pack mit 12,8 cm und ein nach vorn gerichtetes MMG im Bug verbaut. Das Modell selber, wie ihr hier erkennen könnt, hat hinter dem Turmaufbau noch ein zusätzliches MMG. Allerdings ist das jetzt nur bei dem Modell selbst mit dabei gewesen. Im Bolt Action Regelwerk befindet sich dazu aber kein zusätzlicher Eintrag. Das Fahrzeug hat einen Schadenswert von 11 plus und gilt praktisch als überschwerer Panzer. Und zu der Sonderregel, er hat natürlich hier wieder die Tiger 4, also die Tigerangst, die er vergeben kann. Und durch seine Bewaffnung mit der überschweren Pack erleidet er keinen Abzug von -1 auf die DSK, wenn Ziele bekämpft werden, die mehr als die halbe Maximalreichweite entfernt sind. Somit hat er immer den DSK von 7 plus. Wie ihr jetzt gerade in der Detailansicht gesehen habt, haben wir das Fahrzeug natürlich bemalt, damit wir euch das hier heute in der Form auch präsentieren können. Und ja, gehen wir einfach mal ein bisschen auf die Fragen von Sascha ein, wieso der Jagdtiger da jetzt halt nochmal von Warlord als separates Modell rausgebracht wurde. Ich glaube auch, dass der Jagdtiger eher ein Modell ist jetzt für größere Listen, für größere Gefechte mit mehreren Spielern oder einfach mehr als 1000 Punkte, dass er da irgendwo seine Daseinsberechtigung hat und weniger jetzt in einer 1000 Punkte Liste. Wie ihr hier sehen könnt, präsentiere ich euch auch gleich nochmal eine 1000 Punkte Armeeliste, um zu sehen, dass es halt geht, dass ihr den schon spielen könnt. Nun muss man das, glaube ich, auch wieder so aus dem historischen Background betrachten und das, finde ich, setzt eigentlich Warlord da auch immer ganz gut um, dass der Jagdtiger jetzt natürlich ein Fahrzeug war, was relativ spät erst in den Kriegsverlauf ja, eingegriffen hat oder der Truppe zur Verfügung gestellt wurde. Also von dem Jagdpanzer gab es dann da auch nur um die 80 Fahrzeuge und ich glaube auch nur um die 70 Fahrzeuge waren halt wirklich also auch gefechtsbereit, so dass die von der Truppe auch genutzt werden konnte. Somit ist das halt auch schon ein extremer Seltenheitsfaktor, dass man dieses Fahrzeug überhaupt auf dem Schlachtfeld gesehen hatte. Also größtenteils war das Fahrzeug in Frankreich im Westfeldzug in den Abwehrkämpfen eingesetzt. Es gab natürlich aber auch ein paar Exemplare, die in der Ostfront eingesetzt wurden, aber der Großteil dieser Fahrzeuge wurden den neu aufgestellten Panzertruppen im Westen zugeführt. Ja, und dadurch, dass er halt so selten ist, denke ich mal, hat Warlord das auch punktetechnisch in den Listen auch so eingebaut, also dass das Fahrzeug halt sehr teuer ist, damit man halt nicht diesen Faktor hat, dass, sage ich mal,
in jedem zweiten Spiel so ein überschwerer Panzer irgendwo eingesetzt wird, weil er halt günstig wäre oder weil er eine übermäßige Bewaffnung hat. Das würde, sage ich mal, in so einem historischen Spiel wenig Sinn ergeben. Ja, und das, denke ich mal, ist eigentlich mit so das Hauptaugenmerk, dass dieses Fahrzeug auch eher selten zu sehen ist. Und ja, Sascha hat auch schon erwähnt, dass hier auch ein bisschen Hinweis schon ist auf Tank-War, also Panzerschlachten. Ich denke mal, da ist auch das Hauptaugenmerk, dass man halt solche großen Fahrzeuge dann eher bei Tank-War einsetzt, wo man halt sich auch mehr auf diese Panzer halt konzentriert und ja, dass halt da auch sinnvoll ist, das zu spielen. Ja, was eigentlich auch noch zu erwähnen ist bei diesem Fahrzeug, dass ihr die Option Veteran bzw. altgedient nicht zur Verfügung habt. Finde ich aber aus dem historischen Blickwinkel auch wieder gut umgesetzt, da meistens die Fahrzeuge mit den jeweiligen Besatzungen von den Panzerschulen oder Ausbildungszentren dann an die Front verlegt wurden und somit die Besatzung natürlich weniger Schlacht- oder Kampferfahrung hat wie die stehende Truppe an der Front. Und deshalb finde ich jetzt die Option, also dass es diese Option nicht gibt, auch gut umgesetzt. Ja, kommen wir jetzt zu der Armeeliste, die ich für euch exemplarisch einmal erstellt habe. Ich habe mich hier, wie ihr sehen könnt, auf eine Letwa-Armeeliste spezialisiert, beziehungsweise habe eine Letwa-Armeeliste erstellt, weil das natürlich passend ist, hier auch für den Tiger, der erst 44 auf den Schlachtfeldern aufgetreten ist, und dementsprechend zieht sich das dann natürlich durch die Liste. Die ist halt theatermäßig aufgebaut, damit die Truppen natürlich ein bisschen zusammenpassen und ja, sich das auf dem Schlachtfeld dann auch, beziehungsweise auf dem Spielfeld dann auch schön anfühlt, wenn man diese Truppe spielt. So, kommen wir dann zu der Kernauswahl. Hier habe ich einen Leutnant mit Assistenten als Veteran, der jetzt hier mit seiner Kerntruppe einmal einen Grenadiertrupp mit MMG und einem Volksgrenadiertrupp, die alle mit Sturmgewehren ausgerüstet sind, ja, loszieht. Unterstützt wird er im Prinzip hier einmal von einer Menge Artillerie. Ich habe hier eine kleine Haubitze, einen Medium Mörser und hier noch zur Unterstützung einen Panzerschreck als Waffenteam. Die sind alle regulär. Genauso hier der Grenadiergrupp ist auch regulär. Und ja, die sind ja sowieso grün hier. Und im weiteren Verlauf haben wir hier nochmal eine Osttruppe oder zwei Osttruppen, die sich jetzt hier dieser Kampfgruppe angeschlossen haben oder zugewiesen wurden. Und ja, das Ganze ein bisschen mit unterstützen sollen. Haben jetzt nicht die größte Kampfkraft, aber holen praktisch dann ja, die Order Dice, die Befehlswürfel raus. Und dann haben wir in Summe jetzt 9 Würfel. Und ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Gruppe, die man ein bisschen defensiver spielen soll, weil man jetzt hier auch eine Menge Artillerie hat und mit dem Panzer im Hintergrund sich trotz alledem viele Möglichkeiten bieten. Ja, und das ist eine Armeeliste, die ihr einfach mal ausprobieren könnt. Ja, das war im Prinzip die Vorstellung jetzt nochmal im Detail zu dem Jagdtiger und die Möglichkeiten, die ihr mit ihm habt und wie sich das Ganze vielleicht spieltechnisch umsetzen lässt, was in meinen Augen Sinn macht. Und ja, wie gesagt, vielen Dank, geht auch nochmal an Sascha raus und dann war's das mit diesem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!